«Nein, was machst du jetzt da? Nein, das kannst du doch nicht machen!» Doch, ich habe tatsächlich Jura studiert. Einerseits, weil ich es interessant gefunden habe, andererseits, weil ich etwas Sinnvolles machen wollte. Ich habe mich dort auch recht schnell mal sehr fehl am Platz gefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so in einem mega authentischen Umfeld bin. Jedes Semester habe ich damit gekämpft. Ja, ich habe es durchgezogen. Also ich hatte dann so eine Phase, das war auch in der Zeit, wo sich meine Eltern getrennt haben, wo ich so sehr depressiv geworden bin. Also es war wirklich schwierig zum Aufstehen am Morgen, schwierig zum aus dem Bett aufstehen. Ich bin dann zum Hausarzt und der hat mich dann weiter verschrieben an eine Psychiaterin. Ja, es hat so ein bisschen etwas gebracht, aber nicht mega viel. Und ich bin trotzdem irgendwie wie immer stolz gewesen, dass ich trotzdem die Schule meistere, dass ich meine Leistung erbringen kann. Aber durch das habe ich natürlich auch eine mega krasse so Abspaltung gemacht von mir selber. Ich habe niemandem mitteilt, wie es mir eigentlich wirklich geht. Also ich habe auch gar kein Wort für das gefunden. Ich habe immer das Gefühl, ich finde wie keine Menschen, wo ich wirklich das mitteilen kann, was mich wirklich beschäftigt in der Tiefe. Bin ich die Einzige, die irgendwie so die Leere empfindet und so das Gefühl hat, dass auf dieser Welt alles schlecht ist und so viel Leid herum ist, und bin ich die Einzige, die das irgendwie sieht. Die Menschen waren meine Feinde. 80-90% sind sicher einfach Arschlöcher auf dieser Welt. Ich meine, klar, das hat man mir nicht angemerkt. Oder? Ich war eigentlich mega tough, hatte ein mega toughes Auftreten, ich war sehr schlagfertig. Ich bin immer schon in dem Kampfmodus drin, dass hey, wenn mir irgendjemand schräg kommt, dann gebe ich gerade um. Ich habe dann eben irgendwann erkannt, okay, fuck man, ich bin so negativ unterwegs. Eben, ich musste recht an mir arbeiten, um wieder so die positiven Sachen auch zu sehen. Wieso habe ich dann so einen mega krassen Schutzpanzer um mich herum? Also ich hatte immer so, einfach so eine Faszination für, ja, sagen wir mal, für so psychedelische Substanzen. Und ich habe dann dort schon experimentiert und bin dann halt dort schon auf nicht so schöne Art und Weise auch so recht krasse Gefühle angekommen. Zum Beispiel Schuldgefühl, Ängste, Panikattacken. Ich hatte so das Vertrauen, dass es schon vorbeigeht, aber dass ich jetzt mein Leben verändern muss. Ich habe dann einfach irgendwie das Gefühl, okay, ich fange jetzt einfach an, Yoga zu machen. Und das hat mir halt geholfen, weil beim Yoga ist vieles, oder? Du bewegst deinen Körper und atmest dazu. Also so das Atmen und Körper bewegen und so wieder die Langsamkeit, das hat mich wieder irgendwie so ein bisschen gebüdelt. Wieder mehr in die Präsenz gekommen bin, ein bisschen mehr aus den Gedanken raus. Ich habe durch die ganze Arbeit, die wir hier an der Academy of Feelings machen, habe ich dann auch Alternativen entdeckt, dass ich mich einfach immer gut fühlen kann. Und gut fühlen im Sinne von, ich fühle mich gut, ich fühle, was bei mir gerade ist. Also egal, was für ein Gefühl das ist, solange ich das Gefühl fühlen kann, fühle ich mich gut. Weil man sonst immer das Gefühl hat, ja, ich muss glücklich sein, ich muss happy sein. Und wenn ich mal von dem wegkomme, okay, eigentlich, ich muss nicht immer in der Freude drin sein, aber ich kann auch meine Wut fühlen, ich kann auch meine Angst fühlen oder meine Trauer. Und auch das kann gut sein. Dass ich früher eben immer so, ich habe auf alle Fragen oder auf alle Eventualitäten, die hätten sein können, auch so im zwischenmenschlichen Kontakt, habe ich schon wie so vorgefertigte Antworten mir zurechtgelegt. Das hat natürlich sehr viel Spontanität rausgenommen. Und SweetConnect hilft mir einfach, um mehr im Moment in dieser Beziehung anzukommen, aber auch zu erkennen, eben, was ich eigentlich aus meiner Geschichte mitbringe in die Beziehung. Ein Beispiel, ich hatte so einen Freundeskreis, so Mitte 20er, wo ich immer so, es hat sich für mich immer angefühlt wie Familie. Und ich hatte immer so das innere Bild, okay, der steht für meinen Bruder, die steht für meine Schwester, die steht für meine Mutter. Und ich habe wie mit den Freunden, die ich hatte, es ist wie meine Familie, es hat wie meine Familie repräsentiert. Aber ich hatte dort noch gar nicht das Bewusstsein gehabt, zum Beispiel über die ganzen Familiensysteme. Ja, und SweetConnect hilft mir, mir bewusster zu werden auch über diese Sachen und auch mal sagen in einer Beziehung so, fuck, du hast mich jetzt gerade voll triggert, aber es hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun, sondern es hat eigentlich etwas zu tun, eben so
mit etwas, was mit meinem Bruder oder mit meinem Vater oder mit meiner Mutter zu tun hat. Ja, Sweet Connect hat verschiedene Ebenen. Eye Contact, zwei Menschen sitzen sich gegenüber und schauen sich einfach mal in die Augen. Und nur schon das, also für jemanden, der das erste Mal macht, kann das schon so viel auslösen, dem sich jemandem gegenüber sitzt und dem in die Augen schauen, was geht eigentlich in mir selber ab. Und es ist halt so vielschichtig, was dann da passiert. Also das Connected Dating ist, wo wir Männer und Frauen und was sich sonst noch so zwischen ihnen befindet, dazu einladen, sich wieder mal auf authentische Begegnung einzulassen. Wir alle wollen ja, also wenn man Single ist und so und offen, dann will man ja auch so neue Menschen kennenlernen. Also eben so banale und doch tiefgründige Sachen, also der Mix von diesen zwei. Wir machen das auf eine coole spielerische Art und Weise. Zum Beispiel letztes Mal haben wir ein Playfight gemacht, wo wir die Leute eingeladen haben, um miteinander zu kämpfen, auf eine spielerische Art. Und da kommst du natürlich ganz anders in Kontakt miteinander. Oder? Du gehst gerade ins Physische rein und du merkst ja, oder, okay, mit dem fühlt es sich gut an oder mit der nicht so. Und es steht einfach ein geiler Rahmen dann. Für Leute, die so Live-Coachings machen zum Beispiel, die sagen, ja, jetzt habe ich diesen Workshop besucht und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Dann weisst du schon, einfach, das stimmt einfach nicht. Du musst dranbleiben. Du musst einfach dranbleiben, jeden Tag, immer wieder dich konfrontieren mit dir, mit deinen Mitmenschen und das immer wieder abgleichen. Und Sweet Connect hilft mir einfach zu mehr das Gefühl, dass ich mich selber sein kann, dass ich irgendwie alles, was ich mache, ein kreativer Prozess darf sein und dass ich mich lebendig fühle, dass ich einfach an den simplesten Sachen Freude habe. Also in der Academy of Feelings geht es für mich darum, dort anzukommen, wo ich wirklich bin und wer ich wirklich bin. Und immer mehr dorthin und somit können das leben, was ich wirklich bin, auch können zu erkennen, okay, das ist jetzt nicht meine Stärke, das ist auch nicht meine Stärke, das muss ich auch nicht können, es ist okay, wenn ich das auch nicht kann, sondern ich mache einfach das, was ich irgendwie gerne und gut kann und versuche, das so gut wie möglich zu machen. Und auch so können meine Rolle und meinen Platz einnehmen, egal in welchem System das ich gerade bin. Soll ich zu dem noch ein Beispiel erzählen? Für mich war es ein grosser Kampf als Frau in dieser Welt. Weil ich habe immer so das Gefühl, ich muss genauso sein wie Männer. Und darum habe ich sehr viel gemacht, um nicht wirklich Frau zu sein. Für eine Frau ich muss nicht die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten haben wie ein Mann. Für mich ist, je mehr ich davonlaufe vor meinem eigenen Umweltempfinden, also jedes Mal, wenn ich nicht fühlen will, dass ich mein Unwertgefühl auch in mir drin habe, der Teil, der mir selber sagt, dass ich nicht genug wert bin oder nicht genug gut bin. Jedes Mal, wenn ich das nicht fühle, dann gehe ich immer in die Depression hinein. Und wenn ich mir erlauben kann, auch das Gefühl, und das ist jedes Mal wieder mega hässlich, der Kampf mit mir selber, von «Hey, fuck man, ich bin nichts wert und ich habe alles versaut und irgendwie, und ich hasse mich eigentlich zu abgrundtief selber». Also wenn ich jedes Mal, wenn ich wieder mit dem in Kontakt komme und das durchfühlen und sei es noch so schwierig und sei die Widerstände in mir drin noch so groß, weil ich das natürlich nicht will, oder? Ich will ja wertvoll sein und ich will ja gut sein und so. Dann ermöglicht mir das, ein Stückchen freier zu werden. Also im Sinne von freier werden, im Sinne von, dass ich nicht mehr das Bedürfnis habe, mich ständig zu beweisen und zu behaupten. Also alles, was wir an der Academy of Feelings weitergeben und lehren und anderen Menschen mitgeben, das haben wir selber durchgemacht und auch selber erforscht.